Jetzt sagte die Mutter, die Kinder müssen mal raus. Ganz wichtig. Ne? Mal ganz andere Szenen, die müssen raus aus dieser Stimmung und hat gesucht und gefunden im Riesengebirge ein Kinderheim, geleitet von den Ursulinerinnen. Das sind katholische Schwestern. Die Mutter hat sie hingebracht und hat gesagt, wenn es euch nicht gefällt, hole ich euch wieder ab. Der Franz war 8,5, sein Bruder war 2,5. Und es hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Sie waren jetzt wieder die Judenlümmel, die in der Ecke standen. Die durften nicht mitspielen und sie kriegten auch nicht das zu essen, was die anderen bekamen. Und wurden schlecht behandelt, denn immer wenn die Schwestern an ihnen vorbeigingen, hieß es, na du Judenlümmel, und haben sie getreten und geohrfeigt und an Haaren gezogen, schlecht behandelt. Und die Kinder, die das gesehen haben, haben gedacht, das kann man so machen, das soll man sogar mit den Judenlümmeln so machen, und haben es auch gemacht. Und er hat noch einigermaßen das verkraften können und eingesteckt, aber er konnte es nicht mit ansehen, wie sie auch den kleinen Peter getreten haben. Und dann hat er seine Ärmel hochgekrempelt und hat die alle verhauen. Jetzt musste er einen Brief schreiben an seine Mutter, was für ein ungezogenes Kind er ist. Er hatte aber mit seiner Mutter einen Code ausgemacht. Wenn ich das so und so schreibe, dann bedeutet es das Gegenteil. Die Mutter hat sofort verstanden, ist gekommen und hat die Kinder abgeholt und hat auf dem Rückweg noch 2-3 Mal den Zug gewechselt, weil sie das Gefühl hatte, was alle Juden damals hatten, sie stehen unter Beobachtung, sie werden verfolgt. Jetzt kommt der nächste Helfer ins Spiel, Alfons Thienelt. Alfons Thienelt war der Jugendfreund von Herbert, dem Vater, und Richard, dem größeren Bruder, dem Arzt. Alfons Thienelt hatte ein schlimmes Bein und kam nicht zur Wehrmacht, aber zur Polizei. Und wir denken heute immer, vielleicht hat Onkel Richard etwas daran gedreht, denn der war nicht nur niedergelassener Arzt, sondern auch Polizeiarzt. Vielleicht hat er das, also sonst das Glück, der Zufall wäre, denken wir, ist zu groß. Alfons Thienelt hatte die Judenkartei unter sich. Ganz wichtig. Wir haben jetzt 43 und er hat gesagt, die Nazis planen wieder Abholungen. Dieses harmlose Wort Abholungen, das bedeutete alles. Man durfte das möglichst nicht mitmachen. Lilli und die Kinder müssen verschwinden. Und sie sind nach Berlin gegangen. Die Mutter mit den beiden Kindern ist nach Berlin gegangen, weil sie gedacht hatte, hier in der großen Stadt kann man sich noch am besten verstecken. Hat sich hier am Alexanderplatz, der damals ganz dicht bebaut war, immer so von einer Pension zur anderen gehangelt es war jetzt Herbst, 43, Schnee, lausig kaltes Wetter. Und da haben sie dann immer so versucht, sich da zu verstecken. Und da frage ich immer die Schulkinder, wo versteckt man sich in einer großen Stadt? Auf Bahnhöfen. Genau, ganz wichtig. Auf Bahnhöfen, wo Ganz viele Menschen sind. Und in großen Restaurants. Damals gab es diese sogenannten Bierschwemmen, wo gingen über 100 Leute rein. Ja, da haben sie auch gegessen. Aber dann kam die alte Frau Schwarzkopf, die rausgekriegt hat, dass die Lilli und die Kinder in Berlin sind, und hat ihnen was zu essen gebracht. Jetzt hat Alfons Thienelt Entwarnung gegeben und sie konnten wieder zurück nach Breslau. Jetzt haben wir 44 und sie bereiten langsam die Flucht vor. Wenn was ist, müssen wir vorbereitet sein. Sie haben eine vertrauenswürdige Spedition gefunden, haben die Dinge eingepackt, die sie noch hatten. Und das wurde alles geschafft zur Erna auf dem Bauernhof. Die hatten viel Platz und sie waren befreundet mit dem örtlichen Bäcker, der hatte noch mehr Platz, und dahin gingen die Sachen. Jetzt sagt Alfons Thienelt, jetzt haben wir Mitte 44, es wird jetzt brenzlig, die Judenkartei ist nur noch so klein, ich kann euch nicht mehr nach hinten stecken, bei der nächsten Abholung seid ihr dabei. Ich kann euch nur noch sagen, bei der nächsten Abholung seid ihr dabei, ich sage euch das Datum und die Uhrzeit. Und jetzt sagt Alfons Thienelt, am 17. Oktober, nachmittags um 15:30 Uhr werdet ihr abgeholt. Das war sein 10. Geburtstag. Und für diesen Tag hatte schon Lilli alles Mögliche organisiert an Lebensmitteln. Sie hat nämlich einen ganz großen Geburtstagstisch gedeckt, hat Kuchen gebacken, hat Kakao und Kaffee irgendwie besorgt,
hat Kakao gekocht, Kaffee gekocht, hat 2 Kerzen aufgestellt und in dem Moment, wo die Gestapo an der Haustür klingelte, hat sie den Kuchen aufgeschnitten, hat Kakao und Tee eingegossen, Kakao und Kaffee eingegossen, hat die Kerzen angezündet und ist mit Peter in der Mitte, die 3, durch den Dienstbotenausgang über den Hinterhof in eine Seitenstraße und zum Bahnhof gerannt. Und jetzt fragen wir uns immer, wie ist das möglich? Warum hat die Gestapo die nicht verfolgt? Genau. Warum nicht? Denn Wahrscheinlich. auch die Nazis hatten inzwischen keinen Kaffee mehr und kein Kakao und so einen schönen Kuchen und so toll Ja, gedeckt. das wollte sie ja machen, deswegen. Und haben sich wahrscheinlich, ja, deswegen hat es gemacht. Das, Genau. das war der Sinn, die Ja. Nazis auszutricksen und es ist ihr geglückt. Ja. Die haben sich wahrscheinlich hingesetzt, Kaffee getrunken und haben immer so gelauscht, gedacht, die sind hier noch irgendwo in der Wohnung, bereiten sich vielleicht auf die Abholung vor, irgendwie, und merkten erst nach wenigen Minuten, hier ist ja gar keiner mehr. Und das war Zeit genug für Lilli und die Kinder zum Bahnhof zu kommen. Ja. Und da wartete jetzt Gerda Metz auf Ganz sie. wichtig. Gerda Metz, die Kollegin von Schwarzkopf. Die wachte da. Das war wichtig, denn auf der Fahrt mussten sie damit rechnen, und so war es auch, Fahrzeugkontrolle, Fahrscheinkontrolle oder Ausweiskontrolle. Damals waren die Züge ganz voll. Die Erwachsenen, die standen so quasi Bauch an Bauch, die Kinder unten. Und jetzt kommt die erste Kontrolle. Die Kontrolleure mussten sich so durchzwängeln, stehen vor der Erna, vor der Gerda. Die zeigt ihren Ausweis, reicht ihn hintenrum Lilli und Lilli an der Schulter von Gerda vorbei zeigt nochmal denselben Ausweis. Und es hat geklappt. Ja. Und es hat mehrmals geklappt. Ja. Sie sind bis Wien gefahren, sind umgestiegen und sind dann nach Feldbach gelangt. Die haben auch nicht so sehr, die haben auf die Gesichter dann geguckt, sondern immer auf die Ausweise, ob da vielleicht ein J drauf ist. Genau. Oder aber die haben geguckt, ist einer vielleicht desertiert oder ist einer vielleicht aus dem KZ. Die haben auf die Kleidung so geachtet. Jedenfalls, die haben es geschafft und kommen jetzt nach Feldbach. Und vor dem Bahnhof steht der Marquis de Riswaldsitzer und jetzt sieht er so aus, wie er hieß, nämlich wie eine Operettenfigur. Er hatte einen langen Pelzmantel an, eine große, buschige Fellmütze und vor dem Bahnhof stand eine Pferdekutsche, denn die Steiermark war hoch verschneit. Und der Marquis hat Lilli mit Handkuss in die Kutsche gesetzt, mit Felldecken gelegt, den kleinen Peter daneben und der Franz vorne auf dem Kutscherbock. Und der Vater war schon da. Und der Offizier. Der saß in der Kutsche. Jetzt waren sie alle vereint. Jetzt ging es durch die verschneiten Berge auf das Schloss Poppendorf. Ja. Sie stellten am nächsten Morgen fest, dieses Schloss war eine Partisanenzentrale. Genau. Und der Marquis war der Partisanenführer. Der war das. Der ist nur am Tage wie der verträumte Schlossbesitzer durch die Landschaft, durch die verschneite Landschaft geritten oder gefahren. Und in der Nacht war er der taffe Partisanenführer. Hat nicht nur alleine, sondern unten im Keller waren noch 20 Studenten aus Hamburg. Ganz wichtig. Und der spätere Oberbürgermeister von Hamburg, der hat von New York aus via London die Partisanen in dem Gebiet geführt. Ja. Und da kriegten sie ihre Anweisung und haben in der Nacht auch mit Leuten aus der Bevölkerung, der Briefträger und der Zahnarzt und mit zusammengegangen. Und jetzt hat der Vater gesagt, Wer das am nächsten nicht- Morgen, komm mal mit, wir machen jetzt mal einen Rundgang durchs Schlosspark. Ich erzähle dir mal, was überhaupt mit uns los ist und warum wir überhaupt hier sind. Also jedenfalls, der Vater geht mit ihm spazieren, eine halbe Stunde, die Mutter zitternd zurückgeblieben und gesagt, na und, was hat er gesagt? Ach, sagt der Vater, er hat doch alles schon gewusst. Natürlich, er war 10 Jahre alt. Natürlich hat er alles gewusst. Und jetzt, wie sollen sie sich jetzt ernähren, die 4? Ganz schlecht.
Jetzt sind sie durch die Landschaft gegangen, war schönes Wetter, die Sonne schien und haben gehofft, ein Bauer würde vielleicht eine Rübe vergessen haben. Und wenn sie Glück hatten, haben sie eine gefunden, die noch nicht so ganz verschimmelt war. Aber nach 4 Wochen haben sie gesagt, Genau. entweder wir verhungern hier oder wir erfrieren hier, die Kinder müssen hier weg. Und haben jetzt Ernas Hilfsangebot angenommen. Die Ganz hat gesagt, wenn wichtig. es ganz schlimm wird, bringen Sie die Kinder zu mir. Und das haben sie gemacht. Die Kinder bei Erna auf dem Bauernhof abgeliefert. Und jetzt hörte der Franz, jetzt waren die Kinder das erste Mal von den Eltern getrennt. Die haben die ganzen schlimmen Monate und Jahre immer zusammen, waren sie immer zusammen. Und plötzlich waren sie alleine. Er hat es zuerst gar nicht so schlimm gefunden. Sie waren ja bei Erna. Aber er hörte, wie seine Mutter sich von Erna verabschiedet hat und gesagt hat, Erna, wenn ich nicht zurückkommen kann, wirst du meine Kinder großziehen. Und Erna hat ja gesagt. Mhm. Und jetzt, diese Worte hatte er im Ohr. Und jetzt wusste er das erste Mal, sie kommen vielleicht gar nicht wieder. Vielleicht kommen sie um. Vielleicht schaffen sie es nicht. Vielleicht müssen wir alleine bleiben. Und mit diesem Gedanken ist er abends ins Bett gegangen und musste jetzt auch noch den Peter, der immer nach der Mama jammerte, trösten. Jetzt fingen die Nachbarn an. Der Junge ist doch 10 Jahre Ganz alt, der wichtig. muss doch in die Schule. Genau, ganz Und wichtig. dann hat sie gesagt, ja, das geht nicht, er ist ausgebombt, der muss sich erstmal erholen. Aber nach ein paar Wochen wieder, Erna, du musst den Jungen in der Schule anmelden, wir haben Schulpflicht, der muss... Und immer so. Bis Erna Angst kriegte und die Eltern benachrichtigt haben, irgendwie, und gesagt haben, die Kinder sind hier nicht mehr sicher. Wir haben jetzt den 13. Februar 45. Mhm. Das ist Die wichtig. Kinder, ja. die Eltern kommen, gehen noch in der Nacht auf den Bahnhof und haben jetzt das nächste Hilfsangebot Ganz angenommen wichtig. von Gerda Metz. Ein Teil der Produktion wurde von Schwarzkopf von Berlin nach Tetschen-Bodenbach, das heißt heute Detschin so und so, verlegt wegen der Bombardierung. Und Gerda wohnte in Tetschen-Bodenbach in einem Doppelzimmer. Und wie sich die Eltern mit ihr verständigt hatten, wissen Weiß wir man heute nicht, nicht mehr, aber die Eltern wussten, Gerda hat sie eingeladen, zu ihnen zu kommen, wenn es ganz schlimm wird. Und jetzt kommen sie, sitzen im Zug und fahren am 13. Februar 1945, kommen sie auf dem Dresdner Bahnhof an. Genau. 13. 14. Februar ging die Stadt im Bombenhagel der Alliierten unter. Das ist der Tag war das. Und als ihr Zug auf den Bahnhof einfuhr, fielen die ersten Bomben. Sie haben es gerade noch geschafft in den Bunker und als sie nach mehreren Stunden wieder auf den Bahnhof kamen, stand ihr Zug noch da. Aber der war inzwischen verglüht. Und die Personen, die es nicht rausgeschafft haben, saßen noch drin. Aber die waren inzwischen verkohlt. Aber sie lebten und sie waren glücklich. Jetzt war das, was das Unglück der einen war, war das Glück der anderen. Die Alliierten. Die Alliierten kamen, fuhren ganz niedrig, verfolgten die Züge und schossen immer von der Seite rein. Alle mussten ganz schnell unter die Stühle, unter die Tische, unter die Bänke. Und als die Alliierten nach einer Weile abzogen, haben sie erstmal geguckt, leben wir überhaupt noch? Sind wir noch heil? Alle 4 haben es überlebt, keiner ist verletzt worden. Sie waren wieder mal gerettet.